Hola. Herzlich willkommen, Delta H in dieser Versammlung. Je hebt deze steed. En ook herzlich welkom aan all die wat ons hier online oder über radio. Het is werkelijk een wertvolle dag wat God ons gegeven heeft. En ook een bijzondere gelegenheid deze wij top te komen en ons vertieven in God zijn wundervoller Plan für die Menschheit. Hij slaapt niet, hij sniemelt niet, dat hij benauwd komt und sagt, wo hij zich niet meer weet, zoals hij ganz anders als wij zijn, wie als Menschen. Ik heet ganz besonders de Kinder welkom vandaag. We hebben ons hier dat en ons zijn dat. Welkom. Je zijn een zeer wichtig Part van de Versammlung, klein oder groot. Vielleicht sogar bloß eine Familie tussen Haus war. Ich biete wieder auf. Ich denke, iedereen an Chinga. Chinga in der Show. Chinga an der Show. Und der wird in der Show sein, Jugendlichen und so weiter. Wat deed het in jullie leven? Wat ervoor je? Wat beleef je? Ik wil je vandaag een geschichte verlezen van een jong en een meisje. En dat is een geschichte die some van ons mooi gehoord hebben en ook gelezen hebben. En dat komt hier van de schooljaren. Daar wordt immer eine Verse geschichte wat besonders interessant wird. Besonders eine Meinung hat. En dat gaat van over een jong wat Willy heet en een meisje wat Mary heet. Mary wird veel krank en muss veel toebrengen in bad. Während broeder Willy wird gesund en kan veel dingen doen. Willy, die kan het iedereen niet verstaan, waarom hij niet zo getreat wordt als zijn zuster Mary. Hij voelt dat leven weer niet fair. Mary kreeg iedereen geschenken van vrienden die haar komen bezoeken. En Willy wordt afjenstig. En ik geloof ik wat je schepel simpel krijgt lezen. En hier is een leerbane eigenlijk wat passieren kan wanneer een mens niet oppast wat hij deed. So die geschichte staat, de doll story. Wer van jullie heeft hem al gelezen of gehoord? Wil je wel een hand opheven? Way back, good. Let us iedermaal een schooljong en schoolmeisje heeft deze geschichte gehad en schooljaren. Met dat arbeidshefte bij en dat uitgeveld. Gewöhnlich worden leerders de bijzonder speciaal als een favorite geschichte en een van de pathway readers. There was once a little girl named Mary. Mary was not a healthy girl and had to stay in bed most of the time. She was not strong enough to run and play like other children. Mary had a brother named Willie. Willie was as healthy as Mary was sick. He ran and jumped and played and did all the other things boys his age like to do. Willie should have been happy, but he wasn't. Often when people came to see Mary and Willie's family, they gave Mary gifts. These gifts were often games Mary could play with in bed, or books with nice pictures to look at, or some other toys. Verschiedenste beelden. Wat deze Mary wat tijd verdrief geven, ja? Willie thought it wasn't fair that people gave Mary gifts and didn't give him any. The more he thought about it, the more jealous he felt. One night, Willie's father saw how unhappy Willie looked. What's wrong, Willie? Are you sick? He asked. No, I'm not sick, said Willie. Then what is wrong? Asked Dad. You do not look happy. How can I be happy when Mary gets so many gifts and I do not get any? Asked Willie. It is not fair. You are enjoying the biggest gift of all, Willie, said Dad. You have a gift that Mary does not have. What gift? Asked Willie. He could not think of anything special that belonged to him and not to Mary.
You have a healthy body, said Dad. God has given you a healthy body that is strong and healthy. You can run and play. Being able to do that is the gift, the best gift any boy or girl can have. Willie could not see anything so special about being healthy. Sure, he could run and play, but he had to work too. And all the time he was working, Mary lay in bed and didn't have to do anything. Willie couldn't see anything fair about that. One day, not long after this, Willie's grandmother came to see them. She often had something for the children when she came, and she had something for them this time too. She gave Mary a new homemade doll. Zelfs gemaakte pap, joh. The grootmama had het gemaakt. She gave Willie a big piece of candy. Thank you, grandmother, said Willie, putting the candy into his mouth. Thank you, grandmother, said Mary, holding her new doll in her arms. I love this new doll. Mary weer dankbaar voor de homemade doll, wat grandma haar gegeven had. As soon as Willie's candy was all gone, he started to think. The gift grandmother had given him wasn't nearly as big as the one she had given Mary. Of course, he didn't want a doll, but grandmother could have given him the new ball and bat he had been waiting or wanting for so long. The more Willie thought about it, the more jealous he became of Jensi. He became so jealous that he did not love his sister as much as he should have. He wanted to do something to hurt her. That's niet fijn. That is just what Willie did. One day while Mary was sleeping, Willie took her new doll and ran outside. At first he thought he would hide it for a few days, then give it back. But the longer he thought about it, the more he didn't want to give the doll back. He decided to take it out into the cornfield and bury it. Making sure no one was watching him, Willie ran to the cornfield. The corn was so high that Willie could not see over the top of it, and no one could see Willie. This is just the place to bury a doll, thought Willie. He started to dig a hole. The ground was hard, and Willie had to dig with his hands, so he was not able to make a very deep hole. At last, he had the hole big enough, so he put the doll into it, and he covered the doll with some dirt. Then he ran back to the barn. It was not long until Mary missed her doll. Mother looked and looked for it, but it was nowhere to be found. Willie, did you have Mary's doll? Asked Mother one night. What doll? Asked Willie. The one grandmother gave her, answered Mother. I don't play with dolls, said Willie. What makes you think I had it? We looked everywhere and we can't find it, said Mother. I can't understand what could have happened to it, said Mother. Willie left the house before Mother could ask any more questions. For many days, Dad and Mother and Mary wondered what had happened to the new doll. Mary had other dolls to play with, and after a while, not much was said about the missing doll. Some van jullie weten wat er komen uit, ja? Then one day, Dad was in the cornfield cutting corn. He happened to look down and see something that made him wonder. It was very green grass growing right in the middle of his cornfield. Dad went over for a second look. It was not grass that was growing there. It was oats. Dad saw that the oats were growing in a very funny shape. Du op een cornstab. Dat we een zeer buitengewoon geringe plaag.
En dat weer niet gewöhnlijk gras, maar weer hova. Just what can this mean? Wondered Dad. He took his hand and did a little digging. He found the lost doll. Grandmother had used oats to fill it. And now here it was. Someone had buried it in the cornfield, and the oats had started to grow. Dad did some thinking. Then he went to find Willie. Taking Willie by the hand, he headed back to the place where he had found the doll. Willie knew there was no way he could get out of trouble now. He told Dad the whole story. Dad listened sadly. You thought you could bury the doll and no one would ever know, he said. But God knew all the while. He saw you bury the doll, and he knew why you were doing it. He knew it was because you were jealous of your sister. But how can a doll grow? Asked Willie, not able to believe his eyes. Every doll must have some filling of some kind, and grandmother used oats to fill this one, said Dad. When you buried the doll, you planted those oats, and they grew. Willie stood and looked at the ground. His legs and hands shook. He was afraid of what Dad might do to him. It is no use to hide the things we do wrong, said Dad. Sooner or later, they will be found out. You did wrong, and your wrong has been found out. You will have a punishment. But I want to talk to Mother first. We will tell you tonight what your punishment is going to be. But so vidt, då är det tweede part waar we nu van onder het mål låter. Dat is de geschichte van des Willie and Mary. En hier komt de point over der waarvan ik reden wil vandaag. Te allem. Dat wat we zeggen, dat wordt vrucht brengen. En dan wil we zon zeggen, wat ons wordt een vrijheid geven. We hebben hier in Psalm 126, door dit gedanken, ik wil den Psalm lezen, nu wieder. En hier is besonders in gedanken over mensen die gevangen zijn, dat die mochten loskomen. Mensen die angespoord zijn, mochten vrij worden. Vandaar wordt ik gleich aan de steed gevangenen, dat wordt gebruiken geängstete. Mensen die geängst zijn. Dat met dem zijn vandaar dit psalm entlang hier. Wenn der Herr die Geängstete Zions erlösen wird, so werden sie sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Riemens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Geängstete, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Dit is wat de psalmist zegt passeren kon en passeren wordt. So de vraag is vandaag, wat zeggen de mensen? Wat strijden de mensen uit? Natuurlijk wordt zeer veel gestrijd. En we zijn vandaag zeugen dat er als langer terug veel uitgestrijd. Weil vandaag zit man wo je erfst wordt. Troklood, trailerlood. Nur trailerlood. Wat raufgebracht oder angespickert. Somebody heeft wat gestrijd. Veel korn. Mensen zeggen, getreid, korn en ries en sogar gute zaken. Some doen de tomatoes akre en ergore en die brengen vielleicht een armer vol tomatoes uit. En vrij is het ganz
angenehm sein für so viele dort. Während ein anderer vielleicht eine Semi-Lot Korn angenommen hat und das vielleicht nicht so dankbar ist, die wat eine Arme voll Tomatoes haben könnt plakken. Wir können fragen, warum sei ein Mensch immer warum? Fresh wird? Bist du hast ein Bedürfnis, ja? Das Sprichwort sagt, wenn ich sage das, rutschdrehe das, die wird nicht erntet können. Und wenn wir sagen oder rutschdrehe, dann habe ich den Gedanken, was wird dabei rauskommen? Was kann man expecten? Sicherlich weit wie, wenn wir Korn rutschdrehen, dann als Korn, was wir abbrechen, kommen wird. Aus einem Crop, ja, aus einer Ernte. Dann expecten wir nicht Ries oder Schable von dat Kornkühen. Das ist ein Gesetz. Ein Gesetz, was Gott erschaffen hat, dort eine Kornstück immer dort bringen wird, oder bringen soll. Er wird niemals vertischt werden von sich selbst. Wir haben manchmal wie große Erntes haben, manchmal kleine Erntes, manchmal wenig und manchmal sogar eine Massernte. Das liegt an den Conditions. Wie weit im Geistlichen wird auch gestreut, wird auch gesagt. Da sind Sünden, die zu viel sind, zum irgendwas tun, zu irgendwas anführen. Menschen sind viel zu viel zum Schaffen gegangen. Die feilen nicht mehr nach Schafen gehen. Das ist zu schwer, das ist zu heiß, oder das ist zu kalt in weißen Ländern. Die würden lieber tussen Bad bleiben und sich dort die Zeit zubringen. Aber wenn die kämpfen bei dem Eten, dann wollen Krieg die fühlen und sich nicht dort eten. Sie fühlen so, das ist nicht fair, wenn sie nicht auch gerne eine gute Mahlzeit eten, wenn sie es nicht geschafft haben. Paulus sagt, wenn ich schaffen will, der soll nicht mehr eten. Jeder einer hat die Gelegenheit zu schaffen. Uitzustreien, Gott zu machen oder was immer. Sprüche Kapitel 22, Vers 13 sagt es, the lazy man says, there is a lion outside. I will be killed in the streets. Ik heb hier een ander woord. Nan gesagt, there is COVID outside. I will be killed in the streets. Daar wil we bloos thuis blijven. We willen alles touwmaken. En bloos thuis blijven. Schaft dat? Guess what? Dat wordt een arm brengen. Thuis blijven. Niks tonen. Wat consequences brengen. Der Fall spricht. Es ist ein Leben. Könnte sein Virus. Bitte. Ich könnte getötet werden auf der Gazasee. Das ist was Paulus, was der Sprecher geschrieben hat. Gott hat es erschaffen, dass du ein Gesetz hast, was nicht jetzt auszuweichen. Das unausweichliche Gesetz des Segens und Erntens. Auf Englisch, the inescapable law of sowing and reaping. Drijven nu Galater kapitel 6, door de eerste 9 vers. Nu zijn we im Nieuwe Testament. Zijn jetzt hier irgendwas sei, dat ihr war uitstrijden en ernten. David, der had de ervaring. Hij zag dat, hij beobacht dat, wat het im Leben auch verandert hat. Hierom was het leven sehr schwer. Sommigen haben viel Mühe und das geht really schwer. Rote Fleisch, Klagefleisch, das ist nicht mäßig zu tun, aber sie tun Wort. Und wenn der Ernte ist, kommt, dann freut er sich. Hör, was Paulus hier schreibt an gläubige Menschen. Galater 6, 1-9. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistig seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Das ist eine Deception, ja. Das ist ein Betrügen. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einen anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Dann Vers 7 von der Schuljahre her, bekommt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf dem Fleisch sät, der wird von dem Fleisch des Verderbens ernten. Wer aber auf dem Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Dat is een law, dat is een Gesetz. Dat geht nicht die Zeit te verdrehen. Uitstreien en ernten. Wie de ernten wil, die moet uitstreien. En dat is immer waar die alleen het, dat we gaan en zeggen wat. Dat er wat zijn. En de toekomst. Paulus staat hier diet op het geestelijke leven. Hier schiet weer wat van de universe. Waar lied had het titel genomen. En zich neergeloot in de sterrenwereld. Ook de ganze universe, die operate, die kan functioneren willen door je fixte laws zijn. Fixed laws, mijn zinnen wat je zaad zijn, en geen mens kan die ändern. Die zijn zo en die blijven zo. Die werden door al lang verwijderd. Die zijn nu en die worden blijven. Zolang als God dat weltal wat zijn loten. Hij wordt het loten zijn zoals hij het gemaakt heeft. De ganze universe, zo großartig en unfathomable is, unbegrijpelijk, die randt nun Tag auf. Nicht bloß von ungefähr, manchmal nehmen wir das randomly. Einmal ist es dit, einmal ist es dort, einmal anders. Die Mond fährt nicht mehr sehr viel böse, dann nehmen wir halt mehr still. Der rollt, der dreht, der funktioniert. Ich will gleich schaffen, dass wir immer ganz selbstbewusst sind aus Stich, was der Gone hat. Zum Beispiel noch ein Law, was ist, ein natural law, ist der Law of Gravity. Wenn das nicht bleiben wird, dort nicht ein gefixte Law wird, dann will wir alle hier am Bein hängen. Ein Tag ist es dort, ein Tag anders, und ein Tag vielleicht ganz das wird. Du hast the Law of Gravity und dort hast du gesagt, so schafft dort. Nu, wenn sie jetzt im Space dann fliegen, dann ist ein anderes Law, was operated hat. Aber wie haben wir wie setzen auf unsere Stelle? Wenn ich von dem Stelle wieder, dann soll wir beflucht. Und wenn wir zwei Stunden dabei sind und nicht Support für sind, dann sollen wir alle hingehen. Das ist ein Gesetz, so schafft dort. Und die physische Welt, wo wir sehen können, dort ändert nicht. Dort bleibt es dort. Gravity never alters its force. Alles an Creation, an die Schöpfung, was Gott gemacht hat, dort bleibt. So sagt es wel. Ich habe die Frau, wie lange die das bei den Sternen, ich sage, das Licht bei der Erde. Das sind manchmal sehr nur lange Zeit, was angeben, ja, wie lange die bei den Sternen fängt da, aber erst bei der Erde ist. Bei mir ist es deutlich, wenn Gott einen Stern gemacht hat, oder kann plötzlich bei der Erde da. Bei mir auch deutlich sein. Science ist wunderschön, wunderbar, aber wenn Gott Sterne kann, bloß sei, die soll sein, dann kann er dich mal plötzlich da, right? Scientists würden das vielleicht nicht nehmen, aber dann. Das sind physical laws, die changen nicht. Dann sind da moral laws, gut oder schlecht.
Fan zijn oder frag zijn. Dingen doen die we niet doen zullen. En wie hadden je doen? Dat schiet de moral laws aan. God heeft gezegd en gevierd dat mensen weten zullen en zich nur rechten kan wat God zijn wille is. Voor ons. Dat jij we niet breken. Want we doen waar we consequenties beleven. Deze spiritual laws ändern ook niet. So hier is mensen manchmal worden een zeer loze, uitschwevend leven vieren. Meinen, wat nichts bald, dat hebt nichts op dat. Dat is niet zoals dit gezegd van zij en Arnte schaffen dat. Dat wat een mens zegt, dat wordt hij Arnte. Iemand van de man die dan eigenlijk had gehad, der wat immer, en zijn onbetwiste tijd, en zijn leven wieder van God, en in die tijd had hij eigenlijk. Hij kwam zum Glauben, over de Norve van zijn Schicksal, dat hij niemals war, wanneer hij een Christen wordt. Dat werd vergeeft, aber hij droeg de consequenties met zich. Wanneer God is en wij operaten dat, dan doen we goed, dat respecten. En dan niet in dat anderen zoveel wie worden wegkomen. Zin je en dan vrede ervaren? Schaff dich. De spiritual law wordt ons opwijken. Dat wie hij zindig en dat maakt ons ouderweg. Waar zijn we gaan? God is zo'n grote God en zo'n gnädige God. Hij heeft ons de gelegenheid dat reich te maken. Te retjanen en te betjanen. En dat loten. Dan hebben we de vrije, vrije mensen zijn. Dat is voor jongens en meisjes ook. Wat er manchmal zo veel is, worden wegkomen met een broeder of een zuster slecht treaten. Dus wil je zijn zuster dat, ja? En word je grepen. En word je vangen. Because er wird gezegd, wo hij niet met je rekend had. Dat er niet in gedacht, dat het zo doen wordt. Maar dat, en dat hova, kunt je, du hast leven bijna. En wie dat leven even deel komen deed, bracht het kracht dat, wat en dat hova kunt je bijna weer. Kracht zijn leven is dat. En dan weer papa, dat is zo vreemd, dat hem de kornstap hova wassen wordt. Wat is dat, Meli? Dat was dat wat geplant wird worden, ja. Aanwijtend. Manchmal strijven we uit, aanwijtend, en dan komt de krap. Wie never gedacht had, wat komt het, dat het is dit overaan in mijn leven. Zo wie zijn dat, God is ons gnädig, hij laat ons nu aankomen met ons aanleggen, met onze arru, ons aanvrede, onze zin. En hij heeft een waai van dat fixen. Jezus heeft de straf op zich genomen en dat schenkt we anerkenning. Dat hij doen heeft, dat reikt ook voor mijn zin toe. Kleiner de groot. Maar dat je zaad van zij en Arnte blijft. En laat me hier ook zeggen, dat manchmal veel vielleicht mensen in authority, waar de grootste dikkere authority gegeven worden, ten beispiel is in de overheid. Wie kunnen wij komen met alle soorten dingen, pleitsch, of hingen rechts. Die zijn falsch. Ze hebben een zeer vergrote verantwoording, als vielleicht een citizen heeft. God vertrouwt verantwoordingen op zijn mannen staat. Hij zit er nog, waar zij hanteren worden. Oprechtig of onoprechtig. Trügerisch, deceitful, oder probeer het volk aan te leiden, dat het goed kan zijn voor de ganze nation. Geloof niet dat die weg komen kennen met wat zij met spelen. Dit is de God in Eva. En daher is het wichtig dat we ook voor zijn mannen dat beten. De verantwoording is groot en wichtig en zwaar. En die versuchen es ook door en te verzekeren, te verleiden, wat hij niet al heeft. Wat hij heeft, dat hij mocht ongestelde en verschiedenste verantwoordelijke positionen, dat hij würde in opwijken werkelijk naar God rijden. Du is de Lösung bijna voor heilung en voor redding en ook voor hulp. Dat juistliche zaad en dat nevers
Wer am Fleisch sät, der wird vom Fleisch ernten. Wer am Geist sät, wird vom Geist das ewige Leben ernten. Wenn wir anders gelebt haben, wie können wir das taubstellen, dann dürfen wir die Natur von wer Gott ist in Frage stellen. Gott sind dazu erst zu sehen. Da kann kein Mensch rum und das proben zu ändern. Und dann wird die erste Menschen in der Science, Physics, proben, ich sage, Gott aus dem Bild zu nehmen. Das wird nicht schaffen. Gott sind gesagt, bleibt. Das Gott wird alles geschaffen haben und alles im Gedrieb gebracht haben. Sehr ordentlich, sehr vorig. Und das ist zum Staunen. Die Precision, so korrekt und so fein ist alles aufgerandet. Kein Mensch kann das nur tun. Und der muss. Die Bibel, Gott sein Wort, der das affirmen, dass diese Force, was er ist, diese große Macht, die wir in der Universe sehen, die wird geoperiert bei absolute laws. Absolute laws. Dort bleibt es dort. Und dann, von der Zeit im Jahr, oder der Zeit im Tag, oder in einer Generation, dort gesagt ist absolut und dort bleibt. Das sagt hier, be not deceived. Vers 7. Irrt euch nicht. Zu wem redet er dann? Zu Christen. Zu uns. Zu Menschen, die Gott folgen. Er redet zu Ungläubigen. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Dit Gesetz wird never ever change. Weil wir niemals glauben, dass wir Gott ignorieren können. Und dass alle was verändern. Paulus schreibt hier so in der Galater in Kapitel 5, 22, du hast das Gedanke von die Frucht aber des Geistes ist Liebe, it's a spiritual fruit, ja. Liebe, Freude, Friede. Wir haben nicht alle ein Verlangen nach Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue oder Glaube, Sanftmut, Keuschheit, alles Frucht, die da kommen, wenn ein Mensch bekämpft ist, im Geist zu wohnen. Oder im Geist wohnt er. Dort sind Werke, die da kommen, ob das geistliche Wohnen, Pflege, da werden zu wohnen. Das ist, wo wir uns mit beschäftigen. Wir streben noch ein Leben, was er angefangen hat mit Jesus Tod. Und mit einem Tod ist es Meli. Dann sind die Taten des Fleisches oder die deeds of the flesh. Eine langere, unangenehme Ding. Die lässt es auch lang. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornzank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Eine lange Liste von fleischlichen Toten. Was sei es in den Menschen ist dort? Corruption. So wir haben zwei Options, im Geist zu wohnen oder das uns fleischliche Janker ist. Walk in the Spirit or walk in the flesh. Reap from the flesh, reap from the Spirit. Das Wort deceived oder deception, ab Deutsch ist das Wort Betrug oder betrügen. Lass dich nicht betrügen von irgendwem. Häng am Lichtführer. Das meint wander around. Wir fangen den Raum zu wohnen, nicht mehr weiter, wo ist der Mittelpunkt geblieben und was hol ich mir überhaupt? Alles fängt an so fröhlich zu lauten. Maar de mensen die van weg te wengen, ganz en kort van de wat het afkomen dat. Zijn mensen betrogen worden. Ben lied to. En door herfordert dat woord dat we ons werkelijk im Licht stalen. Im Licht wohnen. En laten ons bedagen. Dat we niet meer worden van zinnen zijn, wat ons laten irgendwo betrügen. Manchmal selbst schmeichelnde wird.
Sehr aantrekkende Angebots. Gottliche Angebots. Maar mir fällt ein Mensch. Zu wenig wacker. Und sag nicht dir vor. Sag nicht, was der Antwort sein. Aber denk daran. Die, die fleischlich sind, die worden vom Fleisch nicht das Leben ernten. Vom Fleisch das verdorben ernten. Let no man deceive himself. Nicht muss sich selbst betrügen. Niemand betrüge sich selbst. Sagt Paulus in 1. Korinther 3,18. Dat jij hem nüchtern blijven. En de tijd wo sehr veel zo onnüchtern schien te zijn. Mensen draal worden, crazy worden. En die weten, hoe is haar nachher? Aber immer wahrer denke ich an den Gedanken, im Lande Gosen, da schien die Sonne. Dort bei die Kinder Gottes, in Ägypten, dort dach die Sonne, so klar als einmal. Jeremia 17:9 sagt, the heart is deceitful above all things. Sehr betrügerisch, und das drauf mit. En ons in het wezen, en ons in het charpa, is de mogelijkheid dat we kunnen abirren, oder we kunnen afirren, en belogen worden. In selfish heart is a proud heart. And he says that the heart is deceitful above all things. Who can understand it? Man muss sagen, bloß follow your heart. Da bloß da, was du feilst. Maar wat vele mensen vandaag niet alle? Als het te verlezen is, bloß gewoon wat mijn hart zei, oder go we naar God zien wordt. Hier is de fijne blueprint. En dit irrt niet. Dit leidt ons naar licht. Dat helpt ons besonnen te zijn en careful te zijn en wat immer we bejenen doen. Jakobus 1,22 zegt, seid Täter des Wortes und nicht jeder allein, damit ihr euch selbst betrügt. Be not be deceived. Nicht bloß jeder allein, aber daunasch, dort wat damit. Dort sähe, regt het wieder. Umsonst hat je krijgen, umsonst regt het wieder, ja? Du hast plenty Ursache, oder besonders Gelegenheiten, so was dort zu tun. Gott fragt nicht, dass wir die ganze lang blies haben, aber vielleicht eine Person, oder zwei, oder fünf. Offenbarung 12, Vers 9 sagt dat Satan is the deceiver. Hij verdorft de ganze Welt. De ganze Welt wil hij verführen. Dat is de God dieser Welt. Satan is een verführer. So wie zijn we haben internal deceiver en we haben external deceiver. Ons hart kan ons betrügen, weil wir bloß nur dort gehen, was uns Hart sagt, und nicht Gott sein Wort mehr annehmen. Aber wir haben den external deceiver, der Teufel, Ramons. Und das schaut ja leer wie von that evil communications corrupt good manners, böse Geschwätze, verderben gute Sitten. What do? They corrupt. Jakobus 1,14 bis 16. Das sind Begierden, Jankers. Und von denen worden Menschen aufgelangen. Die Begierden, die Reize und die Locke, die niemand kommt ein Mensch weit selbst von als er gedacht und gehofft hat. Holiness, wenn wir wollen Heiligkeit erfahren, oder kann sagen, Holiness is a harvest of sowing to the Spirit. Die Heiligkeit, ja, wir streichen aus, wir vertiefen uns in Gott sein Wort, wir reden davon, wir versammeln uns mit anderen Gläubigen taub. Und dahin ist aber ab dem Fleisch sehen, dort wird eine Crop von Verdorflichkeit bringen. Sowing to the flesh is a harvest of decay or corruption. Die Law ändert nicht. Dort bleibt es dort. Krijgsiger is de vorm van de kornenhuis weer steht Schable oder Ries. Krijgse zeggen ook dit. Wer een place zei dat, die kan op een crop van corruption expecten. Voor de Christ vandaag is dat zeeën, dat is wasser en dat is prunen, reinigung.
wie fingen uns reichschwinde mal an so eine Alleinheit, wie wir an unsere Difficulties denken. Und zum die Difficulties begegnen, drehen wir uns gesagt durch den Herrn Jesus. Nur arm nur wir uns. Dem Herrn, den wir dienen dürfen. Wir richten uns nur arm und helfen uns niemals wieder auf. Wanneer het manchmal so laat is en het schwaar is, de kampf, en de leven ver ons. Maar wanneer we checken dan wat de krop zijn wordt, dan hebben we een urge verder weg te gaan. Dan schijnt het de future op te zijn, en op naar weg. Wie is de verheitung van deze aard, dat maakt in dit stichdagen, en maakt onze verantwoordingen leichter. Oder de ding wat er manchmal so sehr dreckig doen. It is a promise of harvest that brightens the way and makes the burdens lighter. Psalm 126. Sag het so klar. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Siedelland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Auch dort zu sein. A fruitful harvest requires faithful service. Wir beten. Gerechter Gott und vor dem Himmel, wie staune über deine Weisheit. Wir danken dir, dass du Dinge gemacht hast und erschaffen hast. Uns hat in uns sein können, kann ich alle begreifen nicht. Wir danken dir, dass wir dein Wort kennen haben, wo uns Anleitung geben, wer du bist und wovon die Saat du angesagt hast. Dass wir Gott haben, dass wir dir weiter. Gott tun, dann wir dir weiter. Help uns das zu leben. Help uns ein Verlangen zu haben, mehr zu verstehen, was dein Wunsch ist für die Christenheit. In dieser Zeit. Dass wir uns Licht dargelassen möchten, weil wir sind angefällt. Uns wird bedacht von das ewige Licht. Möchte anbetieren, möchte Sinne wird von Gott nicht wollen weiter. Nicht anders als das Seine kennen. Dort mangt die Gläubige, dort dacht dort. Dort ist Hoffnung. Dort ist sogar Frieden. Und der höchste Frieden. Vor Gott, wie froh, du möchtest uns gnädig sein, die angesagt möchte ihr uns schienen und dagen, und da wird man eine große Zuversicht verweicht können. Und für die schaffen. Uns verlangen, als für die nützlich zu sein, als er zu zum Haus, in der Schule, in irgendeiner Arbeit, war von Tus wir beschützen bevor allem. Wir freuen uns, dass wir diesen Weich kennen, uns zu dir nahen, und weiter, du hirst uns, und du hast wundervolle Verheißungen hinterlassen, für die, was die glauben tun. Komm, Herr Jesus, bald war er. Das ist unsere Bitte in die Nummer. Amen. Gut, ich geleide wohl zwischen einer und Leid, habe von dem angeleitet, und dann dort die Announcements von da. Gott segne. Singen wir nach Nummer 187 im Christian Hymnal, Bringing in the Sheaves. (187) Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, though the loss sustained our spirits often grieves. When our weeping's over, he will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Okay, Gott hat uns wirklich gesehen mit einem Reminder, eine Erinnerung an ein von seinen Gesetzen, von Säen und Ernte, wo das schaffen hat. Und machen wir uns halt anspornen, zum sind Säen, dass wir nur keine Freude ernten. Das wird sehr wertvoll sein, wenn wir können hier nach einer lebenden Utischung hier haben, Zeugnisse an hier, aber wir müssen was beim nächsten Mal. Aber dort wil je zijn, dort share, maar we hebben je chane, om die vrijheid weer rekenen, wat wil je bijna leven doen en we gaan onder opbouwen. Okay, we hebben hier een beetje wat we bekend geven willen, hier voor algemeen. We zien dat wat je in de kerkgroep dan vielleicht nog bekend gegeven heeft. En het denkt dat is de nächste zondag zijn de redenen wat am Kleiner Sand, dat Prediger Richard Reimer en Henry Wolf, de nächste zondag. So dat wil ik voor de beden, dat die kennen. Ook van God, die dat woord creëert, dat die meint kan gebed worden. Nach een vrede wat als thema delen, dat is een jonge paar wat daar rekent, zodat de haar zijn waarheid zich te bevrijden. Dat handelt zich om Darren en Dolores, dat zijn die kinderen van Zuster Mary, dat weet voor Johan Bijpanasje zijn, en Ruben en Marieke Friese, ihre dochter. So, waar we dan aan ze gebeden gedenken, die waren ze, want de haar zijn waarheid over de oktober Charles ha, dat we die een heim gründen, wat er kan gezegend zijn en jij zien licht dat je aan het dagen. We zien dat en hem ligt dat aan dat is we zijn in Tietbahn en het sehr wichtig is dat we gebetsvol zijn en we zijn in de Tietbahn en we onze regering ook nog dan nur die aanvangen daar te denken aan elections te hebben en einem is het zo dat het als we die je meint ook we kunnen deel aan hebben met gebeden voor hem hemelse Vader brengen. Dat hij dat kan zo uitrijden, dat we hier weer in vrede in dit land leven. Also waar we dan denken en ook nog veel dadelijk nog hier nodig aan thuis, aan zijn Geschwister am Herrn, waar we dan een ander gedenken aan zijn gebeden. Okay, ik leef zo weit. Dann, ja, mir hier nach dem Schluss noch ein Segen mitgeben.
So, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gut, dann halten die Sänger sind noch.